Ich stehe hier vor Horst seinem Kraftwerk. Das habe ich ja schon mal kurz gezeigt, als er dabei war, das Ganze zu bauen. Und jetzt möchte ich das mal richtig in der Probe oder Praxis kann man sagen, möchte ich das mal zeigen. Ja. Herzlich willkommen zu diesem Video. Bevor wir jetzt hier weitermachen, ein paar Vorinformationen. Horst hat diese gesamte Anlage im Sommer 2022 bei sich zu Hause auf dem Hof gebaut. Ich habe das in einem Video auch dokumentiert, ich verlinke das hier mal. Er hat versucht, so weit wie möglich leichte Materialien zu nutzen, damit das Ganze nicht zu schwer wird. Er hat es hier auf einen Anhänger gebaut, ganz einfach, um das nicht auf dem Boden schrauben zu müssen, so war es einfacher auf dem Anhänger. Das Ganze wird zum Transport natürlich wieder zerlegt in einzelne Teile und in Taschen verpackt und kann dann ohne Probleme im Wohnmobil transportiert werden. Zwischenzeitlich hat er einiges an der Anlage noch verbessert und darüber werden wir jetzt gleich sprechen und einiges wieder zeigen. Ja, neben mir steht Horst, der hat das Ganze gebaut und wir sind hier in Spanien unter spanischer Sonne. Und, wie man sieht, ne? Wie man Super. sieht und ja, und es kommt ordentlich Besser Energie rein. Besser ja. geht's nicht, ne? Horst, erzähl uns ein bisschen darüber, oder wir müssen vielleicht erst anfangen, wie du das Ganze gebaut hast, wie das Ganze so funktioniert. Ja. Vor einem halben Jahr haben wir ja schon mal was gezeigt euch und da war das ursprünglich nur mit 2 Platten. Das Ganze ist dann immer ein bisschen so experimentell erweitert worden und immer eine Platte noch dazugekommen, aber mehr wären es nun nicht. Nein. Und damals in dem Film war es noch alles so ein bisschen so, hat so gehakelt, geruckelt und so weiter, zu schnell. Ja. Und das haben wir alles, oder habe ich alles irgendwie wieder ein bisschen verfeinert. Es läuft langsamer, der Motor läuft langsamer. Ja, wir müssen vielleicht jetzt am Anfang mal ein bisschen für alle, die das noch nicht so gesehen haben, das erste Video erklären. Das Ganze sind 4 Solarfelder, Platten. A100 Watt. A100 Watt, genau. Ja. Und die ganze Geschichte kann sich drehen oder dreht sich automatisch. Das heißt, zur Sonne. Immer, ja, genau. Der richtet sich immer der Sonne aus, genau. Aber nicht abhängig von der Sonne, sondern das machst du über einen das Timer. Haben wir mal ausgerechnet. Ja. Und dann macht er jede Stunde einen Schritt. Ja. Und je nachdem, wo die Sonne jetzt ist, aber das habe ich so experimentell hier ausgetüffelt, dass das super hinläuft. Ja. Und abends läuft sie wieder zurück automatisch auf Ausgangsstellung. Ja, genau. Das heißt, 3-mal am Tag, glaube ich, setzt der um. Nee, mehrmals. 5-mal. 5-mal am Tag, ja. Setzt das um und ist immer jetzt der... Jetzt habe ich sogar erweitert auf 6-mal, weil das dann noch feiner ist, die Abstufung. Genau, genau. Ja. Und und du versorgst dein Mobil hier in Spanien auf jeden Fall, komplett mit Strom von dieser Anlage aus. Ganz genau. Auf wie viel Spitzenampereleistung kommst du denn oder Watt? Was schaffst du hier? Also diese schaffen zusammen etwa, wenn Mittagssonne ist, um das mal zu sagen, 22 Ampere schaffen die. Um zu vergleichen, die auf dem Dach machen gerade mal 7, obwohl die fast die gleiche Leistung haben und die liegen dann flach nur auf dem Wohnmobildach. Ne? Richtig. Ich bin hier mal über den Platz gegangen und jeder Zweite hat hier irgendwo ein Solarfeld stehen, um mit Strom. Oh, jetzt geht er gerade. Jetzt haben wir gerade Vorführeffekt, ja, das Ding dreht sich gerade. Also ich fange noch mal an. Ich bin hier häufiger über den Platz gegangen und jeder Zweite hat hier ein Solarfeld irgendwo stehen, um damit Strom zu erzeugen und sich selber damit zu versorgen. Die meisten haben ja auch gesagt, dass das, was sie auf dem Dach haben, auch wenn sie 1000 WP auf dem Dach haben, kommen sie nicht mit hin, weil wenn die Sonne wie jetzt hier im Dezember flach steht, einfach nicht genug reinkommt, um damit komplett den ganzen Tag damit zu versorgen oder überhaupt das Mobil insgesamt damit zu versorgen. Und deshalb ist natürlich ein Solarfeld, was jetzt so ein bisschen schräg vor der Sonne steht oder in einem bestimmten Winkel vor der Sonne steht, eben günstiger und bringt eher wesentlich mehr rein an Energie als ein flach liegendes Solarfeld. Ja, Horst, und dann muss ich dich ja fragen, was sagen deine Nachbarn zu diesem Energiewerk hier? Ich sage immer, das ist ein Industriekunstwerk, ne? Aber die einen sagen so, die anderen wieder so. Ursprünglich sollte es auch mal hinten stehen, allerdings durch die Palmen wurde es so weit ausgeschattet, dass es nicht mehr effektiv war. Also habe ich es nach vorne gestellt. Man kann verschiedener Meinung sein, wie es ist. Mit den Nachbarn habe ich mich arrangiert. Die finden das tadellos, finden auch gut, dass kein Strom verbraucht wird, also überhaupt für unsere gesamte Welt, Umwelt und so weiter. Nicht? Finden die das, also sagen so, natürlich gibt es hier auch Leute, die sagen, ich verschandel hier die Gegend, nicht? Aber
Ja gut, okay, manchmal gibt es ja riesengroße Wohnmobile. Das heißt also, es kann durchaus mal so ein 12 Meter langes Ja, Wohnmobil wenn der hier mit stehen würde, hätte ich null Chance. ja, 4 Meter hoch Und ist das ästhetischer, weiß man auch nicht. Nein. Kann man so sehen wie, Genau. und auch so sehen. Ja, ich weiß, hier nebenan steht Peter. Peter, komm mal hierher. Du sollst uns mal ein bisschen was sagen hier, wie das ist hier mit dem Kraftwerk in der Nachbarschaft. Hallo Peter. Ja, im Prinzip finde ich es gut. Ja, Vor allen Dingen auch, weil Horst ja nun schon lange dran experimentiert hat. ja, Und mittlerweile ist er nun kurz vor der Vollendung. ja, genau. Das klappt super. Also die Werte werden ja immer besser, Ja, ne, weil er immer so kleine Verbesserungen gemacht hat. ja. Das ist, Aber dich stört es jetzt nicht, dass das Ding, das ist ja nun nicht gerade klein, dass Ja. es jetzt hier steht. also wenn man so einen großen Liner dann neben sich hat, ist es schlimmer. Weil der nimmt einem, das Ja. nimmt einem ja keine Sonne. Wir haben ja genau die Sonne wie vorher Ja, auch. genau, ja. Stört eigentlich nicht. Nee. Und ist natürlich auch irgendwo, sage ich mal, eine Sache so für die Zukunft. Ne? Man Ja. weiß ja nicht, wo die Energiepreise noch hingehen. Richtig. Insofern ist das doch eine gute Sache. Ja, finde ich. Kein Krach. nee. Macht keinen Krach. Ja. Ist super. Danke dir, Peter, für Ja. deine Ausführungen. Alles klar. Jo, Tschüss. tschüss. Du machst das ja nicht nur, um jetzt Geld zu sparen. Es kostet ja auch was, sowas anzuschaffen und zu Ja, bauen. ganz So, das genau. heißt, man macht sowas auch so ein bisschen aus Spaß an der Sache. Das ist es Klar, bei man mir hat in dann- erster Linie. Genau. Man könnte sich hier auch Strom nehmen. Die Kilowattstunde kostet hier auf dem Platz 60 Cent. Ja. Genau. Und dafür kannst du nicht so ein Teil bauen. Oder, Nein, nein. Also das muss man auch ganz klar sagen. Wer jetzt mal 3 Wochen oder 6 Wochen im Jahr mit dem Wohnmobil in Urlaub fährt, der braucht sich auch keine riesen Solaranlage aufbauen oder so. Würde ich es Der- auch nicht aufbauen. Und Nee. nochmal zu sagen, früher waren ja auch mal viele Anfragen, warum das jetzt auf dem Anhänger jetzt hier ist. Ja. Man könnte das ganze Ding hier auch auf den Fußboden stellen. Ja. Der Anhänger ist nur zur Stabilisation, da steht normalerweise das Auto drauf, logischerweise. Weise, Und genau. das packe ich nachher alles zusammen Ja. und ist nur ein kleines Bündel. Ja. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen was zu Wind und Sturm sagen. Ja. Ist ja auch schon, ist ja hier auch Ist schon. hier auch schon mal passiert. Ja. Dann kann ich die gesamte Anlage, fahre ich dann bis zur Mitte mit manuell Ja. und klapp, hier ist ein Scharnier hinten drin und Ja. klappt das Ganze komplett runter und Ja. warte ab, bis der Sturm eben vorbei ist. Ja, ja. Also bleibt an nicht solchen, anders Tagen, über. an solchen Tagen kannst du wenig mit dem Ding dann machen. Wenn Nein, es zu stürmisch nein. ist, dann musst du ihn einklappen und dann muss. Ja, da kommt auch nichts an, so wenn er so liegt, weil er genau nach hinten liegt. Ja, Nur genau. das bisschen, was vom Dach kommt, Ja. das kommt dann noch. Ja, Und okay. das ist eben so. Ist selten hier gewesen. Wir haben das erst zweimal gehabt hier. Und dann meine Frau und ich, wir können das gemeinsam super schaffen. Mhm. Aber die Nachbarn kommen auch ganz gerne und helfen mit. Und es ist sagen wir mal, in 3 Minuten wieder oben und wieder einsatzfähig. Das Ganze macht ja auch nur Sinn, wenn man länger auf einem Platz ist. Ganz du bist genau. jetzt mehr als 3 Monate hier auf dem Platz. Und Ja, dann, 2,5 jetzt hier. Ja. Aber wir wollen ja noch bis Mitte März bleiben. ja, ja, genau. Und insofern bist du eine lange Zeit hier und dann ist es einmal aufgebaut und bleibt dann stehen. Ja. Ne? Ja. Genau. Jetzt hast du auch so ein paar Dinge festgestellt, die noch nicht optimal sind. Ja. Das ist einmal der Kabelquerschnitt. Der Ja, ist, das war ja ursprünglich vorgesehen für 2 Dinger. Und dann habe ich jetzt einen Kabelquerschnitt bis zum Mobil hin von 2,5 Quadrat, will das jetzt aber ändern auf 6 Quadrat. Ja. Dann für diese 4 Platten. Es funktioniert jetzt, aber Ja. ich habe dadurch einen Verlust von hier bis zum Wohnmobil hin. ja. Ne? Und du hast das Ganze parallel geschaltet? Ja, Ne? noch. Noch. Da willst du Ja, auch, da kann ich willst auch noch was zu sagen. Ja. Mein nächstes Experiment ist 2 Platten parallel und 2 in Reihe. Das heißt, ich bin bei 45 Volt Nennspannung in etwa. Ja. Ich nehme an, dass dann wäre natürlich der Querschnitt auch nicht so schlimm gewesen, weil ich dann nur die Hälfte gebraucht hätte. Aber ich will es trotzdem mit dem dicken Querschnitt und diesen versuchen. Dann brauche ich allerdings einen zweiten Regler. Ja. Aber das geht schon weit ins Technische. Ich weiß nicht, ob das jeden jetzt so gut, interessiert. Aber, Ne? das ist natürlich so, dann braucht man kann ja ohne weiteres für die Solargeschichte einen zweiten oder sogar einen dritten Ja. Regler einbauen, geht dann nur Geht auf die, ohne Ladung, weiteres, auf ne? die Ladeklemmen der Batterien und Ja. speist dann einfach ein. Ne? Das ist erstmal nur ein Experiment. Ja, Ob es klappt, wissen wir noch nicht. Ich gehe davon aus. ja, genau. Ja. Ja. Müssen wir dann sonst noch irgendwas zu den technischen Dingen sagen? Ja, also bis jetzt hat mechanisch alles gut hingehauen, also Ja. wie jetzt in der Zeit. Das Einzige, wie man eben schon gesehen hat, mit einem kleinen Windstoß ist ein bisschen Spiel in der ganzen Sache, macht aber nichts. Nee. Nicht? Und dann habe ich auch festgestellt, wenn mal ein Windstoß kam, dann klappten die Dinger so hoch, kann man sehen. Dann ging der Wind oben und unten raus. Ach so. Also es ist nicht so, dass es eine Fläche ist, dass dann plötzlich Der Druck groß wird. so groß ist, könnte ich hier bei der zweiten Platte auch machen. Dann ist das nicht so schlimm. Ne? Ja, also richtig, bloß genau. Abwindstärke, sage ich mal,
45 km/h klappe ich das Ding runter. Ja. Dann zimmert das hier natürlich auch schon ganz gut. Und in Spanien, wer schon mal in Spanien war, weiß, dass sowas passieren kann. Ja. Wobei wir diesen Winter bisher jeweils im Dezember wenig Wind gehabt haben und insofern hattest du da keine Probleme. Nein. Ne? Gut. Es gibt natürlich auch die einfacheren Möglichkeiten. Man beschafft sich diese Solarplatten vom Hersteller Jackery, stellt sie in die Sonne. Dazu gibt es eine Powerstation, die wird damit geladen. Da ist ein Lithium-Akku drin. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Das Ganze findet man auch im Internet. Wer da Interesse hat, kann sich das Ganze mal anschauen. Ich weiß, dass es auch inzwischen was Neues von diesem Hersteller Jackery gibt. Da muss man mal schauen im Internet. Interessiert mich auch gerade. Wer also da Informationen schon mal hat oder Erfahrungen mit gesammelt hat, der kann da gerne in den Kommentaren mal drüber berichten. Das Ganze gibt es natürlich auch von anderen Herstellern oder es gibt auch Eigenkonstruktionen. So wie man jetzt hier sieht. Man sieht es auf Gestell- und Campingplätzen immer mehr, dass die Sonne als Energielieferant genutzt wird. Hier gerade in Spanien macht das natürlich Sinn. Aber jetzt wieder zurück zu Horst seiner Solaranlage. Also eigentlich brauchte ich die jetzt gar nicht mehr laufen lassen, weil die Akkus schon teilweise bei so einem guten Sonnenlicht mittags schon voll sind. Ja. Und ich könnte theoretisch hier auf den Campingplatz einspeisen, wenn es gehen würde technisch. Ja, genau. Nee, das ist ja dann eine gute Sache. Ja, Horst, dann sage ich Dankeschön für deine Informationen. Wie gesagt, das ist nicht für jeden was, das ist überhaupt keine Frage, sondern ich wollte einfach mal diese technischen Möglichkeiten, die es gibt, zeigen. Und ja, Horst hat Spaß dran, sowas zu bauen. Und Horst hat keine Lust zur Gartenarbeit, aber technische Dinge interessieren ihn. Und wir werden das auch weiterhin noch verfeinern. Ja. Wenn jetzt nicht groß Krach kommt von der Nachbarschaft in irgendeiner Form, dann will ich das auch so beibehalten. Ich meine, jedem das Seine. Ne? So ist es. Ja, Horst, Dankeschön. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage Bye-bye, bis zum nächsten Mal. Ja, bye-bye und tschüss. Genau.